Oh, warte mal. Up there, you go around every hour and a half, time after time after time. You wake up usually in the mornings, and just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, over North Africa. As you eat breakfast, you look out the window as you're going past, and there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai, the whole area. And you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of man for years, the cradle of civilization. And you go around down across North Africa and out over the Indian Ocean, and look up at that great subcontinent of India, pointed down toward you as you go past it. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia, out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean. Vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix, and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know? It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again, and again, and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing, and that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again, and you don't even see them. At that wake-up scene, the Mideast, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there. That relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there, and what you've got around your head is a goldfish bowl, and there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries.
You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour, ripping through space, a vacuum, and there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element, that point out on the end, and that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Da hat er aber einen Haufen Zeug gelabert, der Typ. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt zum Schluss überhaupt nicht mehr aufgepasst. Das war mir jetzt echt zu viel. Vor allem, ich wollte mich jetzt umgucken, habe dann doch tatsächlich auch ein paar Sachen entdeckt. Da oben ist auch noch einer drauf und hier habe ich was entdeckt. Eine Klappe ist auf, 6 fehlen noch. Da ist ein Laser drin, 6 fehlen noch, oder wie? Und wenn ich mir das so betrachte, da unten ist einer von denen. Und ich schätze mal, hier sind überall... Ich schätze mal, jede von diesen Locations beinhaltet so einen Laser, der dann hier raufkommt. Und öffnet hier so eine Klappe. Und am Ende können wir hier die Kiste aufmachen oder das Ding da unten drunter. Schauen wir mal. Und hier ist auch noch was, sehe ich gerade. Mal gucken, ob wir das aktivieren können. Es passiert nichts. Okay, warte mal. Ändert das da unten was? Das ist doch exakt der Fluss da unten. Whatever. Aber interessant, der Fluss da unten. Keine Ahnung, aber ich schätze mal, wir brauchen noch mehr Laser. Gut, jetzt war ich hier oben, hab das gesehen und ich schätze mal, dann muss ich jetzt wohl wieder runter. Wo waren hier ist der... Hier? Nee.
Oder doch, ja. Gut. Dann ab nach unten und... Oh, wow. Oh, oh. Hier ist noch was. Oh, und da ist noch ein Bergsteiger mit Rucksack. Ach Gottche. Sprach's Lotsche. Joa. Hä? Da komme ich nicht rüber? Was zum Teufel? Ah, nie und nimmer. Da komme ich nicht hin. Da auch nicht. Na. Ich glaube, das lasse ich mal. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Eine Hand. Ach, das war diese Statue. Ja. Was haben wir hier denn noch? Geht's hier auch nach unten? Oh ja, da geht's zu diesen bunten Gewässern. Zumindest so etwa. Ja, auch nicht nur so etwa, sondern komplett. Und es scheint tatsächlich Wasser zu sein. Das Dumme ist, ich komme da nicht weiter und da wollte ich eigentlich auch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Gerade überlegen, was könnte ich denn noch tun? Ich komme eigentlich zu keinem wirklichen Ergebnis, was ich noch tun könnte. Man könnte nochmal hier hingehen. Die Burg, der Wald daneben. Ich gehe mal in den Wald. Da ist das, was ich als Friedhofstür bezeichnet habe. Da ist wieder so ein Dings dahinter. Da ist diese Stelle. Ja. Die Stelle, die Burg, die... Was weiß ich. Ah, hier. Also ich würde ja schon gerne hier weiterkommen. Würde bedeuten, ich muss dieses Ding hier lösen. Und würde in der Burg weiterkommen. Also... Ja. Würde bedeuten, hier das Ding müsste ich mal gelöst kriegen. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so richtig den Plan. Na. Könnte es ja nochmal hier so probieren. So vielleicht? Nein? Ist das sicher? Wirklich nicht? Okay, dann lasse ich es erstmal. Ich schaue mir nochmal hier. Hier sind halt überall Dinge, die aus sind. Hier komme ich dann noch nicht hin.
Ja gut, ich schätze mal, die werden hier, es geht ja hier weiter, dürfte es schon von Teil zu Teil schwieriger werden. Oh, Alter, wenn es ja noch schwieriger wird, das ist ja furchtbar. Okay, also Tipps könnt ihr gebrauchen für hier, vielleicht auch für die nächsten, falls jemand was weiß, Ideen hat, raus damit. Und die Burg natürlich. Ich schätze mal, dass also für den Irrgarten, da könnte ich da bräuchte ich noch irgendwie einen Denkanstoß vielleicht, ich weiß nicht. Und das Ding da hinten, das müsste doch auch irgendwie lösbar sein. Ich meine, das da ging doch auch wunderbar. Das muss doch auch gehen. Löschen wir das erstmal wieder. Ansonsten, puff. Puff, puff, puff. Na gut, dann würde ich sagen, ja, machen wir doch hier mal ein Päuschen und ja, wenn ich dann ich könnte ja jetzt einfach sagen, wenn ich dann irgendwann mal wieder Lust habe, nehme ich mal wieder ein Stückchen auf. Aber ja, ich bräuchte halt schon auch vielleicht ein paar kleine Hinweise, die mir hier vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Wäre dufte. Sag ich das mal so, wer dufte. Gut, dann stelle ich mich jetzt nochmal hier hin und lösche den Mist, den ich da fabriziert habe. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen.